mein Zuhause ist ja in mir. Das ist nicht ein äußerer Ort. Also ich war mir dessen bewusst, dass das, was ich suche im Außen, eigentlich in mir ist. Ich bin trotzdem gereist, um diesen Ort zu finden, weil ich mir dachte, na, dann kann ich ja trotzdem einen schönen Ort suchen. Ich kann ja schön in mir zu Hause zu sein mit Blick aufs Meer. Hi, mein Name ist Miriam. Miriam Seelenreisende nenne ich mich und ich wohne seit einiger Zeit hier in diesem wunderschönen Zirkuswagen mit meinem Hundi Lino. Ja, und seitdem ich hier bin, male ich ganz viel und für mich ist das so Seelenkunst, Mandala-Kunst, Mandala-Art und Spiritual Art. Dann komm doch mal rein in meine bescheidene Hütte, in meinen schönen Zirkuswagen. Und ich würde dir, also dieses hier zum Beispiel, ja, mein Eingangstuch, das habe ich mir gekauft in der Schatzkammer. Die Schatzkammer ist hier ein Ort in Flintbeek, wo man so schöne so Antiquitäten und sowas kriegen kann. Und wenn du mal, warte, wenn du das mal anschaust, vielleicht sagen manche, das ist kitschig, ich lieb's. Es ist ein bisschen kaputt, aber es ist einfach schön. Und es muss einfach hier hin. Genau, und ich mache das jetzt mal mit dem Tuch zusammen, weil dann kannst du besser rein. Ich bleibe manchmal auch hängen. Ja, hier ist meine Küche mit den wichtigsten Dingen, die ich so brauche. Und für mich ist das Luxus, weil ich ja nun auch 4 Jahre mit meinem Bus unterwegs war und da hatte ich ja nicht wirklich eine richtige Küche. Und alleine, dass da ein Herd steht. Ich habe einen Kühlschrank, ich habe einen Backofen. Das ist der Knaller. Ich habe jahrelang nicht gehabt. Ja, ich liebe es einfach. Also als ich mich damals auf Reisen begeben habe mit dem Mercedes Sprinter, ich hatte ja auch den Impuls, also krieg's ja schon mit, ich folge ja immer gern meinen Impulsen, die ich habe. Ich hatte den Impuls, ich kaufe mir jetzt einen Bus. Ich hatte nur ein kleines Budget und dann gab es halt diesen Mercedes Sprinter, der war jetzt nicht super toll, aber irgendwie passte das auch und ich habe mir gedacht, den kaufe ich. Und dann bin ich halt einfach losgefahren und habe dann gemerkt, ey, das ist ganz schön anstrengend. Also ich hab mir nämlich nicht vorher 1000 Gedanken gemacht, wie kann das alles gehen und so. Und habe gemerkt, vielleicht wäre es gut gewesen, da ein bisschen mehr mir Gedanken zu machen, warum ich das tue. Ich habe mich immer ein bisschen auf der Flucht gefühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Leuten so geht, dass sie vielleicht dann einfach eher sich so ein bisschen auf der Flucht fühlen. Ja, oder einem Traum nachjagen, was gar nicht ihr eigener Traum ist. So, schöne Instagram-Fotos, oh, schöne Drohnenfotos, Griechenland von oben, geil, sieht schon toll aus. Aber die Realität ist oft eine ganz andere. Und da habe ich schon oft gedacht, so, boah, wie anstrengend ist das Leben? Was mache ich hier eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Also dieses kein wirkliches Zuhause zu haben, war oft ganz schön anstrengend auch für mich. Also ich habe den Zirkuswagen ja schon übernommen. Ich habe den nicht selber gebaut. Und hier gibt es so ein paar Sachen, die waren schon drin. Und ich würde die im Leben niemals, niemals so bauen. Zum Beispiel, kann ich dir mal zeigen, das Bett. Hier oben ist das Bett. Und ich bin ja nun ein kleiner Mensch. Ich kann nicht mal sitzen da oben. Finde ich jetzt suboptimal. Aber ich baue es jetzt nicht um. Hier hinter dem schönen Tuch ist so meine Vorratskammer mit Gekruschel drin. Hier ist mein Schrank. Da habe ich auch noch ein bisschen Vorräte und meine Klamotten. Genau. Hier ist meine Leiter, damit ich ja auch da hochsteigen kann. Und jetzt dient es gerade mal als
Handtuchhalter. Unter dem Bett ist ein Schreibtisch. Und ich selber merke, das ist für mich jetzt eine Ablage für meine Malsachen, für meine Bilder, für meinen Kunstdrucker, der ist unter dem Tuch. Und ich liebe es, wenn ich sitze und male oder schreibe und kann rausgucken. Es gab ein sehr einschneidendes Erlebnis in meiner Kindheit. Da war ich 6, da ist nämlich mein Vater gestorben. Und in diesem Alter fing ich an zu fragen oder zu hinterfragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was passiert, wenn wir sterben, gibt es ein Leben vor dem Leben und so weiter und so fort. Und da begann im Grunde genommen meine Seelenreisengeschichte. So, ich bin ja Seelenreisende, ich nenne mich Miriam Seelenreisende und gebe auch Rückführungen und Seelenreisen. Also da reise ich mit den Menschen in die Tiefe der Seele. Und im Grunde genommen fing das in dem Alter an. Also ich habe mir damals Fragen gestellt durch den Tod meines Vaters, die mir aber keiner beantworten konnte. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Aber ich habe mir selber Antworten geben können. Und als ich dann älter wurde, ich habe mehrere Ausbildungen gemacht, unter anderem aber eine zur Heilerin. Und da habe ich Rückführungen und Seelenreisen kennengelernt. Und da bekam ich die Antworten, die ich mir als Kind tatsächlich gegeben hatte. Und da dachte ich, wow, das passt für mich. Und dann habe ich gemerkt, das ist meins. Seelenreisen und Rückführungen geben mit den Menschen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das tatsächlich zu meinem Beruf zu machen. Und dann auch so online zu entwickeln, dass ich damit von überall auf der Welt arbeiten kann. Meine Lebensumstände waren dann so, ich habe 2 Töchter, die sind mittlerweile erwachsen, die leben in Leipzig. Und ich war eine Zeit lang auch verheiratet und habe mit dem Mann zusammen ein Strohballen-Lehm-Holzhaus gebaut. War auch eine schöne Erfahrung. Und da habe ich dann gemerkt, als wir dann da gemeinsam eingezogen sind, dass dieses Sesshaftsein irgendwie nicht ganz so mein Ding ist. Ich meine, dass ich tief im Inneren eine Nomadin bin. Und dann bin ich ausgezogen mit meiner jüngsten Tochter. Meine älteste war schon aus dem Haus. Und mit meinem Hundi Lino. Und dann habe ich aber doch eine WG gefunden, eine Haus-WG. Und da wohnte ich dann ein Jahr drin. Und in dieser Zeit ist mir klar geworden, ich möchte gerne ein Online-Business haben. Ich möchte gerne auf den Kanaren zum Beispiel sein oder irgendwo, wo auch immer und möchte von dort aus auch arbeiten. Ich kann mir ein Leben ohne Tiere überhaupt nicht vorstellen. Das geht gar nicht. So auch mit meinem Hund, ich bin da echt happy mit. Ja, und sowas kriegen wir dann geschenkt. Seit den eigenen Hühnern, esse ich auch wieder Eier. In Südfrankreich habe ich dann vor einem Jahr Katrin kennengelernt, bei der ich jetzt hier wohne. Und das war irgendwie eine magische Begegnung. Ich sage immer dazu, es war eine Seelenverabredung. Und kurz nachdem ich dort ankam, kam Katrin mit einem Freund dort an. Und dann haben wir uns kennengelernt und Katrin ist Expertin für Trinkwasser, Trinkwasserexpertin, hält Vorträge über Wasser und vertreibt Wasserfilter. Und so habe ich dieses mega geile, geniale Wasser kennengelernt und mich dann entschlossen, sehr kurzfristig, ich kaufe mir so einen Wasserfilter, so einen mobilen. Und da der aber erst produziert wird, wenn man ihn kauft, musste ich 2, 3 Monate warten. Und dann hat Katrin gesagt, Mensch Miriam, komm zu mir, ich habe Platz, ist schön hier, du kannst hier Wasser trinken, so viel du willst, du kannst dich ausruhen, tu es doch einfach. Und ich habe gedacht,
ich will nicht mehr zurück nach Deutschland. Ich kann nicht, ich will nicht. Und nach 3 Wochen war es dann aber soweit, oder 2 Wochen unglücklich sein in Südfrankreich, habe ich gedacht, okay, ich komme und habe mich dann auseinandergesetzt auf der Fahrt mit dem Thema, was hat es eigentlich mit mir und Deutschland auf sich? Warum bin ich die ganze Zeit auf der Flucht? Was habe ich für ein Scham- und Schuldthema, Deutsche zu sein? Und dann konnte ich das ziemlich auflösen und bin dann hier oben angekommen und merke, wow, ich liebe es hier oben. Ich mag Schleswig-Holstein sehr, sehr gerne. Ich fühle mich innerlich sehr, sehr frei hier. Und dann hat es sich ergeben, dass ich seit Anfang des Jahres diesen Zirkuswagen bewohnen kann. Genau, anfangs wohnte ich noch in meinem Bus hier und jetzt bin ich in diesen großen Wagen gezogen. Ich glaube, der ist 9 Meter lang. Also das ist für mich doppelt, also es ist doppelt so groß wie in meinem Sprinter oder wenn nicht dreimal so groß, wenn man jetzt mal die Fahrerkabine wegrechnet. Das ist für mich richtig Luxus. Der Lino, der ist schon seit 11,5 Jahren bei mir. Der ist jetzt gerade 12 Jahre alt geworden am 1. Oktober und wird immer wackeliger und zittriger und naja, es sind ja auch viele Menschenjahre schon, wenn man das so umrechnet. Und der Lino, der freut sich übrigens, glaube ich, sehr, dass wir jetzt nicht mehr reisen, dass wir nicht mehr so viel mit dem Auto unterwegs sind. Ich selber habe 2 Ausbildungen gemacht zur Rückführungsleiterin und habe dann aber irgendwann beschlossen, das Wort finde ich jetzt nicht mehr so schön, ich nenne das Seelenreisen. Und im Grunde genommen reise ich mit Menschen in die Tiefe ihrer Seele. Und eine Seelenreise bedeutet, dass ich mit Menschen dahin reise, wo derjenige quasi erfassen kann, was macht mich aus, warum bin ich hier, was habe ich für eine Aufgabe hier auf Erden, was habe ich für einen Seelenplan. Weil für mich ist es völlig glasklar, dass nichts zufällig geschieht und dass auch niemand zufällig hier auf Erden inkarniert ist, sondern es hat alles seinen Sinn, sogar wann und wo du inkarnierst, welches Geschlecht du hast, wie du aussiehst, welche Eltern du hast und so weiter und so fort. Da gibt es für mich überhaupt also kein Zufall. Und die Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich weiß nicht, warum ich hier bin, ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist, ich weiß nicht, was mein Seelenplan ist. Ich fühle mich blockiert. Ich glaube, ich habe so viele Glaubenssätze und Muster, denen ich irgendwie ausgeliefert bin und ich kann nicht mein wahres Selbst leben. Das sind so die Hauptdinge, warum Menschen zu mir kommen. Und diesen Fragen gehen wir nach in den Reisen und dann können wir die Sachen auflösen. Und trotzdem gab es was, wo ich sage, mein Zuhause ist ja in mir. Das ist nicht ein äußerer Ort. Also ich war mir dessen bewusst, dass das, was ich suche im Außen, eigentlich in mir ist. Ich bin trotzdem gereist, um diesen Ort zu finden, weil ich mir dachte, na, dann kann ich ja trotzdem einen schönen Ort suchen. Ich kann ja schön in mir zu Hause zu sein mit Blick aufs Meer. Und das hatte ich dann auch in Portugal, wo ich dann ein knappes Jahr war. Da war ich an einem sehr, sehr, sehr schönen Ort, wo ich dann oben auf den Klippen stand, auf so einem gechillten Campingplatz mit Blick aufs Meer. Es war für mich ein ganz, ganz schöner Ort. Und ich habe gemerkt, auch hier bin ich nicht glücklich. Weil das, was ich wirklich möchte, nämlich auch ein echter Austausch mit anderen Menschen, Begegnungen auf Augenhöhe, das hatte ich da gar nicht. Ich finde es immer wieder wichtig, wirklich nach innen zu lauschen und zu gucken, was will ich denn? Also was, ja, oder was willst du wirklich? Und nicht, was könnte gut aussehen? Oder was wollen meine Eltern von mir? Oder mein Partner oder so. Vor ein paar Jahren kam das Mandala-Malen zu mir.
Mandalas sind ja so kreisförmige Bilder, also die man so von innen nach außen malt. Das sind energetisch wirkende, hochschwingende Bilder. Und ich habe dann das tatsächlich immer weiter, ich sag mal, perfektioniert, sodass die Bilder so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ich male auch Auftragsbilder für Menschen oder Orte oder Wesen als Schwingungsbild, was halt dann auch etwas bewirkt mit den Menschen. Also viele Menschen sagen, wow, die können richtig eintauchen, sie kommen zur Ruhe, es passiert was mit ihnen, wenn sie diese Bilder angucken. Und ja, die werden halt immer bunter, die Bilder, die werden immer farbenfroher. Ich male auch erst seit diesem Jahr auf Leinwand und auch erst mit Acrylfarben seit diesem Jahr. Das ist alles hier entstanden, seitdem ich hier in diesem Wagen bin. Und das zeigt mir, dass ich hier am richtigen Platz bin, weil sonst könnte ich mich hier nicht so ausdrücken, so künstlerisch. Das Leben ist zu kurz und einfach auch nicht dafür da, so zu leben, wie man nicht leben will. Ja? Also wie oft kriege ich mit, dass Menschen unglücklich sind mit ihrem Job oder mit der Beziehung oder mit dem, was oder wie sie oder wo sie leben. Und das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, dann so weiterzumachen, weil der Körper spricht dann mit einem. Also wenn man dann krank wird, bedeutet das, hey, überdenk mal bitte dein Leben. Möglicherweise lebst du nicht nach deinem Seelenplan sozusagen. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, wirklich so zu leben, wie wir uns vorgenommen haben zu leben. Und mit wir meine ich nicht der Körper, der Mensch oder das Ego-Ich, sondern tatsächlich hier aus der Tiefe heraus, aus dem Herzen heraus. Einfach tun. Ich meine, was kann schon passieren? Ja, selbst wenn man dann irgendwie merkt, okay, hier geht der Weg nicht weiter, dann hat man eine Erfahrung gemacht und dann macht man eben die nächste Erfahrung. Genau. Also mein Weg war auch nie geradlinig. Ja, und das macht es doch aber gerade aus.